Die PTI-Schnittstelle als solches ist eine neue Schnittstelle. Neue, häufig komplexere, genauere, leistungsstärkere Systeme brauchen am Markt eine erhebliche Zeit, bis sie sich flächenhaft durchsetzen. Das war schon beim HSK so, weil schlicht und ergreifend viele Anwender dieser Systeme viele Werkzeuge im Lager haben. Diese umzustellen ist häufig kostenintensiv. Jedoch die Vorteile eines neuen Systems machen sich im Laufe der Zeit sukzessive bemerkbar, sodass sich dann eine durchgängige Penetranz im Markt aufzeigen lässt. Durch die langwierige Beschäftigung mit dynamischen Eigenschaften von Werkzeugmaschinen und der Betrachtung des gesamten Prozesses inklusive Maschine, Werkzeug, Werkstück haben wir uns dann auch der Schnittstelle zwischen Werkzeug und Revolver angenommen, um dort ganz genau die Eigenschaften und Einflüsse zu analysieren. Die PTI-Schnittstelle zeichnet sich durch die 8-fache polygonale, formschlüssige Verbindung und die Plananlage aus. Dadurch ist sie geometrisch überbestimmt. Diese Besonderheit hat auch Einflüsse auf die dynamischen Eigenschaften. Ebenso weist auch das Spannsystem im Hintergrund des PTIs eine zusätzliche Schnittstelle auf, sodass die dynamischen Eigenschaften von einem komplexeren System als zum Beispiel bei einer VDI-Aufnahme bestimmt werden. Der Ott-Jacob PTI-Spanner ist ein zusätzlich in den Revolver eingesetztes System. Dieses weist eine sehr hohe Spannkraft, eine Verbesserung der dynamischen Eigenschaften und eine sehr hohe Genauigkeit auf. Aus wissenschaftlicher Sicht sind die größten Herausforderungen bei der Entwicklung von PTI bezüglich der Eigenschaften in der Maschine die Trennung von den dynamischen Eigenschaften des Werkzeuges, der Aufnahme, der Schnittstelle selber, des Revolvers und der Maschine. Die genauen Aussagen über die Eigenschaften der Schnittstelle lassen sich aufgrund der sehr hohen Steifigkeit und der geringen Auswirkungen auf die dynamischen Eigenschaften insgesamt nur relativ schwierig trennen. Das war eine sehr große Herausforderung, sodass letztendlich eine Aussage über diese Eigenschaften ermöglicht wurde. Bei den Untersuchungen der PTI-Schnittstelle hat sich herausgestellt, dass die Einzugskraft signifikante Auswirkungen auf die dynamischen Eigenschaften des Gesamtsystems hat. Diese bewusst zu steuern, ist eine Herausforderung für die weitere Entwicklung. Wir messen bei unseren Tests die Resonanzfrequenzen, die Nachgiebigkeiten, dynamisch und statisch und die Schwingungsformen. Dadurch bekommen wir Aussagen über die Auswirkungen der Schnittstelle und der Revolver- bzw. Werkzeugsysteme auf das Gesamtverhalten. Weiterhin werden auch die Schwingungen während der Bearbeitung gemessen, sodass wir die Zuordnung haben zwischen instabilen Prozessverhalten und den Resonanzfrequenzen der einzelnen Module. Bei den Untersuchungen haben wir vergleichend zwischen VDI und PTI festgestellt, dass die Resonanzen der Schnittstelle sich aufteilen, sodass wir dort beim PTI eine deutlich bessere Dämpfung haben. Diese Eigenschaften zeichnen den PTI gegenüber dem VDI aus. Der PTI lässt sich vor allem dort einsetzen, wo hochdynamische Prozesskräfte wirken. Dort wirkt sich seine bessere Dämpfung und die sehr hohe Steifigkeit gegenüber dem restlichen Verhalten an sonstiger Schnittstellen verbessernd aus. Die PTI-Schnittstelle wird sich
vor allem in besonders leistungsstarken und genauen Anwendungen bewähren. Dort weist sie gegenüber bisherigen Schnittstellen eine deutliche Verbesserung auf. Die Zusammenarbeit mit Ott Jacob ist über mehrere Jahre hinweg gewachsen. Wir schätzen die sehr vertrauenswürdige und zielstrebige Art, technische Probleme konkret anzugehen. Das zeichnet sich auch dadurch aus, dass wir gerade dabei sind, Weiterentwicklungen im Rahmen eines neuen Projektes zu gestalten.